Dimitra, herzlich willkommen. Du bist Hebamme in Hamburg in der außerklinischen Geburtshilfe unterwegs und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir heute ein wenig über Hausgeburten sprechen werden. Vielleicht kannst du dich noch einmal kurz vorstellen, wie ist dein Werdegang, wie bist du Hebamme geworden und wie wird man das überhaupt, Hebamme? Wie kommt man zu so einem tollen Beruf? Also ich habe an der Hochschule für Gesundheit grundständig Hebammenkunde studiert, mein Staatsexamen und den Bachelor of Science dort gemacht und dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe mich direkt selbstständig gemacht und begleite aktuell Hausgeburten, mache Schwangerenvorsorge und Wochenbettbetreuung. Selbstständig. Und warum hast du dich für die außerklinische Geburtshilfe entschieden? Warum betreust du Hausgeburten? Ich möchte so arbeiten, dass ich nach meinen eigenen Werten, nach meinem aktuellen Kenntnisstand, nach meinem Ethos die Frauen begleiten kann, wie ich es vertreten kann. Ein Angestelltenverhältnis würde für mich nicht in Frage kommen momentan. Dieser Gestaltungsspielraum, der in der Freiberuflichkeit möglich ist, zusammen mit der jeweiligen Frau als Expertin für sich selber, bietet mir das Arbeitsumfeld, was ich mir momentan als einziges vorstellen kann. Ich finde es total schön, die Frau von Anfang an begleiten zu können, also teilweise mit positiven Schwangerschaftstests den Mutterpass auszustellen, die Schwangerenvorsorgen gemeinsam mit der Frau zu gestalten und dann die Geburt nach den Wünschen der Gebärenden begleiten zu dürfen. Also das ist eine sehr individuelle Herangehensweise im häuslichen Umfeld, in dem auch der Partner eine ganz große Rolle spielt. Dieser ressourcenorientierte, physiologische Blick auf das Natürlichste auf der Welt, eine Geburt, das entspricht mir sehr. Und was ist für dich der interessanteste oder der spannendste Unterschied zwischen einer klinischen und einer außerklinischen Geburt? Also wie gesagt, der Beziehungsaufbau ist ein ganz anderer in der außerklinischen Geburtshilfe, dass die Frau eine oder wenige Bezugshebammen hat, die sie während der Schwangerschaft kennenlernen können. Und das häusliche Umfeld als solches bringt halt ganz andere Möglichkeiten mit für eine Gebärende, um sich wohlzufühlen und um die Geburt zu erleben, die sie sich wünscht. Und dann eben optimalerweise in Begleitung einer gut ausgebildeten Hebamme mit Schwerpunkt der Hausgeburtshilfe. Also ist der Sicherheitsaspekt zentral und gleichzeitig alle geburtsfördernden Aspekte der häuslichen Umgebung, in der die Frau sich wohlfühlt. Weil im Zweifel ist die Hebamme zu Gast bei der Frau und die Frau ist die Gestalterin, die halt ihren Geburtsraum und ihre eigene Geburt quasi in die Hände nimmt und dann halt in eigener Kraft gebären kann. Und die Hebamme, deren Aufgabe ist es, die Physiologie zu kennen und wenn der Geburtsverlauf davon abweicht, frühzeitig Hilfe zu suchen. Also Hausgeburtshilfe steht nicht im Kontrast zu Sicherheit. Sicherheit ist total groß und Sicherheit ist auch gewährleistet, eben durch diese 1:1, in manchen Teamkonstellationen sogar 2:1 Betreuung, was dem Alltag in manchen Kliniken gegenübersteht, wenn eine Hebamme sich um 5 Frauen gleichzeitig kümmern muss, die sie gar nicht kennt. Oder was auch häufig nicht bedacht wird zum Aspekt Sicherheit, dass im häuslichen Umfeld nur die physiologischen, sage ich mal, Keime einer Familie vorhanden sind und nicht Krankenhauskeime, die Schwestern und Hebammen möglicherweise von Station zu Station tragen. Also das ist das optimale Umfeld auch für Neugeborenes, um geboren zu werden. Es muss in den seltensten Fällen kommt es zu einem Transport, aber in den meisten Fällen kann einfach diese Kontinuität gewährleistet werden. Das Kind ist vielleicht zu Hause entstanden, die Schwangerschaft findet auch statt, das Kind wird im häuslichen Umfeld geboren und darf dann einfach da bleiben. Die Familie darf zusammen ankommen und sich kennenlernen. Und unabhängig von diesem vielleicht romantischen Blick dürfen wir nicht vergessen, dass Hebammen Fachfrauen sind, eben für diesen gesunden Lebensvorgang im Leben einer Frau. Also das ist einfach ein ganzheitlicher Blick, der jeder Frau ermöglicht werden sollte, die eine gesunde Schwangerschaft hatte und das wünscht.
Auf einer theoretischen Ebene ist die Hebamme Fachfrau für die gesunde Geburt. Es ist eine vorbehaltene Tätigkeit. Geburtshilfe ist eine vorbehaltene Tätigkeit für Gynäkologinnen und Hebammen. Interessanterweise muss ein Frauenarzt, eine Frauenärztin eine Hebamme zu jeder Geburt dazu rufen und nicht andersrum. Und wenn die bekittelten Menschen im Krankenhaus sich gerne in den Vordergrund stellen, da ist da meines Erachtens was nicht so, wie es sein sollte bei einer gegenüber einer werdenden Mutter. Genau, es ist leider häufig so, dass mit mangelnder Vorbereitung auch Frauen in die Klinik gehen und Verantwortung abgeben. Und wenn Verantwortung abgegeben wird oder wenn die eigene Geburt nicht in die eigene Hand genommen wird, dass dann auch eher keine individuelle Geburtsbegleitung möglich ist. Und das ist natürlich in der 1:1 Beziehung, in der Hausgeburtshilfe möglich und eine ganz andere Geschichte. Wobei ich auch sagen muss, dass eine außerklinische Geburt nicht für jeden ist. Es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Krankenhäuser oder Kliniken ihre Daseinsberechtigung haben. Wir arbeiten auch sehr eng und gut mit allen Krankenhäusern zusammen, weil in ca. 15% aller Fälle muss halt eine Geburt in die nächste Versorgungsebene verlegt werden. Und dafür schätzen wir unsere medizinischen Kollegen natürlich sehr. Aber eine gesunde Frau mit unauffälliger Schwangerschaft, die das wünscht, ist im häuslichen Umfeld oder in einem Geburtshaus am besten aufgehoben. Kommen wir zu Glaubenssätzen. Was ist der meistverbreitetste Glaubenssatz, mit dem ihr oder auch die Frauen, schwangere Frauen, konfrontiert werdet? Gibt es da einen und welche Hürden bringen diese Glaubenssätze für euch mit sich? Also der dramatischste Glaubenssatz, der uns begegnet, ist, dass Hausgeburten gefährlich sind. Das ist auch im Köpfen vieler. Möglicherweise spiegelt sich das auch in den Geburtenzahlen. Also nur ca. 3% aller werdenden Mütter entscheiden sich für eine außerklinische Geburt. Tendenz möglicherweise steigend. Aber das zeigt halt auch das große Unwissen und die Idee in den Köpfen der Menschen, dass eine Hausgeburt unsicher ist. Oder dass es in den meisten Fällen zu Notfällen kommt oder dass häufig Mutter und Kind sterben. Möglicherweise war das vor 100 Jahren so, dass Frauen im Feld gebaren und vielleicht auch währenddessen noch starben. Aber was sich seitdem verändert hat, ist einfach unglaublich. Die hygienischen Bedingungen, der Ernährungszustand und auch die Ausbildung der Hebammen haben sich total verändert. Eine Hebamme kommt mit diversen Instrumenten und Medikamenten und ihrem Fachwissen, manchmal sogar mit einer zweiten Kollegin zur Geburt. Und die Vorbereitung ist eine ganz andere und die Möglichkeiten sind ganz andere. Also Hebammen sind ausgebildet, um erste Abweichungen von der Normalität auch handeln zu können. Also wir werden ausgebildet zu nähen, wir können Blut abnehmen, wir können Medikamente verabreichen, wenn es notwendig ist. Wir sitzen keineswegs däumchendrehend, irgendwie ein Räucherstäbchen anzündend in der Ecke, sondern sind durchaus professionelle Fachfrauen im Rahmen der Geburtshilfe. In den letzten Jahren hat auch QM, also Qualitätsmanagement, an Bedeutung gewonnen, auch für uns selbstständige Hebammen. In Hamburg sind wir da relativ gut aufgestellt. Also wie gesagt, wir sind ca. 15 Hausgeburtshebammen. Wir treffen uns mehrmals im Jahr für einen Qualitätszirkel, also Expertinnen-Qualitätszirkel für Hausgeburtshilfe. Noch häufiger treffen wir uns zur Intervision, wo auch Fälle besprochen werden und auf kollegialer Ebene Austausch stattfinden kann. Wir sind verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem zu führen mit regelmäßigen internen und externen Audits. Also dieser ganze bürokratische Aufwand der Qualitätssicherung ist, glaube ich, vielen Menschen auch nicht bewusst. Also dass wir da nicht durch Wald und Wiesen laufen, sondern durchaus auch uns selbst regulieren und da Arbeit auf sehr hohem Niveau leisten. Und ich glaube, das Bild der Hebamme ist sehr verklärt und sehr klischeebehaftet, aber
ein Schatz an Ressourcen für werdende Eltern. Völlig zu Unrecht, wie ich gerade erfahre. Völlig zu Unrecht. Also diese ganzheitliche Betreuung, das ist eigentlich ein Luxus, den wir uns leisten können und den wir an euch haben. Das kommt vielleicht noch hinzu, das Stichpunkt ganzheitlich. Das Wort ist ja auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist schwer, ganzheitliche Betreuung zu machen, auch für eine Hebamme. Und trotzdem kommt das sehr viel näher an die authentische, beziehungsorientierte Begleitung heran, die Hebammen gewährleisten. Und woran auch viele Menschen denken, wenn sie ganzheitlich hören, ist, dass da irgendwie mit Komplementärmedizin gearbeitet wird. Das wird es häufig auch, aber ich möchte davon absehen, die Hebammen nur in die komplementärmedizinische Ecke zu schieben. Weil das ist natürlich auch immer eine Charaktersache, ob die Hebamme sich für Akupunktur zusätzlich ausbilden lassen möchte oder für Homöopathie oder so. Aber Homöopathie ist nicht Hebammenkunde, sondern Hebammenkunde ist eine eigenständige Profession, die möglicherweise sich noch an komplementärmedizinischen Randgebieten bedient. Dimitra, reden wir über Statistiken. Gleich nach Glaubenssätzen. Was sind die Zahlen, mit denen ihr konfrontiert werdet? Was gibt es für Statistiken über Hausgeburt und klinische Geburt? Wie verhalten die sich zueinander? Also die können nur bedingt miteinander verglichen werden, weil in Klinikgeburten auch alle Risikoschwangeren drin sind, also Frauen, die Zwillinge oder Drillinge bekommen, Frauen, die krank sind, Frauen, die Frühgeburten bekommen. Deswegen wäre das unfair, die beiden miteinander zu vergleichen. Frauen, die zu Hause gebären dürfen, werden vorher schon sehr ausgesiebt. Also nur, wie gesagt, gesunde Frauen ohne schwerwiegende Erkrankungen dürfen zu Hause gebären. Darüber hinaus wissen wir aus Untersuchungen, dass nur ungefähr 7% aller Frauen im Krankenhaus ohne jegliche Intervention gebären. Das muss man erstmal sacken lassen. Also wir wissen, dass wir eine Kaiserschnittrate über 30% haben. Circa 40% aller Frauen werden eingeleitet zur Geburt. Ein weiterer großer Anteil der Geburten wird mit wehenhemmenden Mitteln beeinflusst. Die meisten Frauen gebären in Rückenlage mit Dauer-Herztonüberwachung, mit venösem Zugang, was möglicherweise die Bewegung der Frauen einschränkt. Wohingegen in der Hausgeburtshilfe wieder eben Perspektivenwechsel, die Frau im Mittelpunkt steht, die Hebamme im Zweifel zu Gast ist, eine ganz andere Vorbereitung stattgefunden hat und die Kunst darin besteht, den natürlichen Geburtsvorgang nicht zu stören. Und das ist also zu Hause oder in einem Geburtshaus ist eine selbstbestimmte Geburt viel mehr möglich. Also eine Geburt, aus der die Frau bestärkt hervorgeht, was langfristig Auswirkungen sowohl auf die Bindung mit ihrem Kind als auch auf ihr Selbstverständnis als Frau in der Familie, zur Partnerschaft, aber auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn der Start ins Leben halt unter optimalen Bedingungen gefördert wird. Wie ist das denn jetzt, wenn ich schwanger bin und mich mit dem Thema Geburt beschäftige und auch eine Hausgeburt für mich in Frage kommt, beziehungsweise ich damit in Berührung komme und mit dir ins Gespräch komme? Was würdest du mir erzählen? Wie läuft so eine Hausgeburt ab? Was will ich wahrscheinlich von dir wissen, wenn wir uns begegnen und meine Geburt planen? Also zunächst will ich ganz viel von dir wissen, was du mitbringst, was du Erfahrungen hast, ob du schon mal geboren hast, was gut in der Erfahrung war, was du möglicherweise anders haben möchtest. Genau, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, dass du auch ein bisschen weißt, was meine Handlungen leitet sozusagen. Dann finde ich es wichtig, wenn zumindest ein Teil der Vorsorgen von der Hebamme gemacht wird. Wir würden besprechen, was für Dinge du vorbereiten möchtest, was du vielleicht noch brauchst im Haushalt, was eigentlich gar nicht viel ist. Die meisten Dinge sind schon da. Wir würden uns angucken, möglicherweise, wo du dir vorstellen kannst zu gebären. Dein Partner oder Partnerin ist total wichtig, wie ihre oder seine Einstellung ist zur Geburt. Dann würden wir uns Plan B und C angucken, um alle Eventualitäten einmal besprochen zu haben. Ja, und dann bin ich 5 Wochen im Rahmen des errechneten Geburtstermins rufbereit. Du kriegst eine gesonderte Telefonnummer, die Tag und Nacht aktiv ist. Und sobald du Hebammenbetreuung wünschst,
kannst mich rufen und dann müssen wir Moment für Moment gucken, wie die Geburt abläuft. Also das lässt sich nicht wirklich planen, das lässt sich nur vorbereiten, bestmöglich, dass alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben. Und darüber hinaus muss von Moment zu Moment geguckt werden, wie die Geburt abläuft. Ich arbeite eng mit anderen Hausgeburtskolleginnen zusammen, sodass kurz bevor das Kind kommt, ich eine zweite Kollegin dazu rufen würde, einfach, dass 2 extra Hebammenhände anwesend sind, falls sie benötigt werden. Und dann würdest du gebären. Und wir Hebammen würden noch 3 Stunden ungefähr nach der Geburt da bleiben, gucken, dass es allen gut geht, beim ersten Stillen unterstützen, das Kinderheft ausstellen, die ganzen Formulare, die notwendig sind für die Anmeldung des Kindes und dann am nächsten Tag zum Wochenbettbesuch kommen. Ja, es klingt ein bisschen unspektakulär, aber ja, so ist es. Und wie ist es mit der Erstversorgung? Wie wird mein Kind versorgt? Könnt ihr nähen? Was passiert mit der Plazenta? Seid ihr dafür auch zuständig oder muss ich dann wieder den Ort wechseln? Wie funktioniert das? Ja, die Geburt ist erst abgeschlossen, wenn die Plazenta geboren ist. Wenn es zu einer Dammverletzung gekommen ist, dann können wir die bis zu einem bestimmten Grad nähen zu Hause. Wenn es eine kompliziertere Verletzung ist oder eine höhergradige, kann auch das nach der Geburt ein Grund sein, ambulant ins Krankenhaus zu fahren, um die fachärztlich versorgen zu lassen. Also da erkenne ich auch ganz klar meine Grenzen. Es geht nicht darum, zu Hause zu bleiben um jeden Preis, sondern dass es Mutter und Kind gut geht. Gibt es noch etwas, was dir am Herzen liegt, was du uns sagen möchtest? Ja, ich wünsche mir, dass in Zukunft Frauenärzte, Frauenärztinnen und Hebammen auf Augenhöhe zum Wohle der Frau zusammenarbeiten. Dass die Frau in den Mittelpunkt gestellt wird und Ziel aller beteiligten Fachpersonen die gute Betreuung der einzelnen Frau ist. Dass Fachpersonen, Frauenärztinnen, Frauenärzte und Hebammen sich wieder zurückbesinnen, wie Geburt eigentlich sein kann und was geburtsfördernde und frauenstärkende Dinge sind. Vielen Dank für das offene und herzliche Gespräch rund ums Thema Hausgeburt und wie das so funktioniert als Hebamme in der außerklinischen Geburtshilfe. Tolle Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ich freue mich, dass noch ganz, ganz viele Frauen mit dir hoffentlich ganz viele Kinder auf die Welt bringen werden. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für dein Interesse und für deine Zeit. Gerne.